von verschiedenen Seiten wurde mir gefragt, ob ich nicht auch Videos auf Deutsch aufnehmen könnte. Und eine Motivation dafür war, dass die Deutschen nicht gerne mit Untertiteln konfrontiert werden. Also wir Holländer haben nichts anderes. Wir haben natürlich immer Filme und alles mit Untertitel. Aber auf Deutsch ist man das anders gewohnt. Und ich werde das gerne tun. Ich habe auch in 2020, als ich die ersten Videos aufgenommen habe, habe ich sie auch auf Deutsch angefangen, weil ich weiß, dass in der deutschsprachigen Gesellschaft mehr Animo ist für dasjenige, was ich zu sagen habe. Aber das ist natürlich auch eine viel größere Zahl Einwohner als in den Niederlanden. Aber dann kam Kommentar darauf, dass ich als Holländerin nicht meine eigene Sprache spreche. Also habe ich umgewechselt nach Holländisch und das weiter so gemacht. Aber jetzt kam die Frage, kannst du nicht auf Deutsch Videos machen und dann eigentlich mehr spezifisch Anthroposophie bringen. Ja, das tue ich gerne und es ist natürlich deutlich, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Ich bin in Amsterdam geboren. Ja, Amsterdam ist natürlich die schönste und die freieste Stadt in der Welt. Da gibt es überhaupt keine Nationalität, glaube ich. Also man kann da geboren sein und dann ist man natürlich Niederländisch, aber das prägt nicht so stark. Aber das Deutsch bleibt natürlich eine Fremdsprache für mich und inzwischen ist es wohl so ungefähr die zweite Sprache geworden. Also versuchen wir es mal. Ich möchte für Menschen sprechen, die eine Sehnsucht danach haben, den Sinn des Lebens zu verstehen, die eine Sehnsucht haben nach einer Hoffnung für die Zukunft, die eine Sehnsucht haben nach Liebe untereinander. Und man könnte diese drei, und es gibt natürlich noch viel mehr Sehnsüchte, diese drei könnte man in einem Wort zusammenfassen und das wäre dann Anthroposophie. Wenn man so in dieser Welt leben muss, und das tun wir ja alle mit mehr oder weniger Vergnügen, dann kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass in jedem Menschenleben ein Augenblick auftritt, eine Reihe von Augenblicken auftreten, dass man denkt, wozu eigentlich? Die meisten von uns haben einen Luxus im Leben. Wir können arbeiten, wir haben Freizeit, wir können auf Reise gehen, wir können in einem Restaurant gehen, wir können Konzerte besuchen, wir können Politik anschauen, wir können uns freuen und wir können uns ärgern. Vielleicht sind wir nicht so reich, dass wir das alles tun können, aber dann haben wir andere Vergnügen, womit wir das Leben einen gewissen Sinn geben.
Aber trotzdem muss doch in jedem Menschenleben einmal der Augenblick eintreten, dass man sich fragt, ja, wozu eigentlich? Was soll das hier auf Erden? Wir haben alle das gleiche Schicksal, nämlich den Tod. Das ist für uns alle deutlich. Da gibt es keinen Unterschied. Da gibt es nicht, dass der eine mehr oder mehr bekommt als der andere oder der andere mehr als der eine. Wir haben alle dasselbe Schicksal. Und es gibt Menschen, die das schon früh bewusst werden, dass da weit weg noch in der Ferne der Augenblick liegt, dass dieses Leben auf Erden sein Ende haben wird. Und man kann dafür allerlei mögliche Lösungen finden, um sich dafür zu betäuben. Man kann es auch recht in die Augen schauen und sagen, ja, das ist dann nun so. Inzwischen lebe ich so gut und so schön wie ich kann. Und wenn nichts mehr ist, dann ist nichts mehr da. Das kann ich glauben, das kann ich befürchten, das kann ich meinen zu wissen. Aber gibt es nicht doch auch in jedem Menschen Zweifel, ob das wohl wahr ist, dass bei dem Tod die Existenz ganz endet? Das können wir uns doch mal fragen. Glaube ich, dass das Leben weitergeht oder hört es beim Tod wirklich auf? Und was für Gefühle geben mir solche Gedanken? Wage ich es überhaupt, um mit meinem Denken und Fühlen so weit zu gehen, dass ich mir das vorstelle? Dann kommen im Leben die Schicksalsschläge. Da kommt Kummer, da kommt der Tod von anderen in unserem Leben. Kommen dann nicht die Fragen auf, was soll das hier? Sind wir so wie auch die Pflanzen sind, dass wir eine Zeit von Leben haben, um dann wieder zu welken? Sind wir so wie die Tiere sind, dass wir uns freudig im Dasein begeben und unser Instinkt ausleben, bis das Ende da ist? Oder ist der Mensch doch noch etwas anderes? Ein anderartiges, lebendiges Wesen als die andere lebendige Wesen in der Natur? Kommen solche Fragen nicht in jedem Menschen auf? Vielleicht drückt man sie gleich wieder weg. Vielleicht auch nicht. Vielleicht werden es quälende Fragen. Oder sucht man in Büchern, bei Religionen, bei spirituellen Meister Antworten auf diese Fragen. Wir sehen, dass im 20. Jahrhundert eine große Welle von Spiritualität über Europa und Amerika gekommen ist. Und diese Spiritualität kommt hauptsächlich aus dem Morgenland. Wir haben die östliche Mystik, die haben wir in unsere Gegenden umarmt und das tun wir eigentlich noch immer. Es gibt zahllose Bücher, die wir lesen können über den Sinn des Lebens, über
den Wert des Lebens, über die Art, wie wir unser Leben leben können. Und es geht ein großer Trost von dieser Mystik aus. Wenn man sich damit beschäftigt, und das ist auch so, wenn man die Achtsamkeit kennenlernt und übt, dann fühlt man, dass man einen Trost bekommt. Aber bekommt man auch wirklich Verständnis für den Sinn des Lebens? Im Buddhismus gibt es wahrscheinlich eine spezielle Strömung, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass im Buddhismus ja doch eine Lehre existiert, dass das Leben auf Erden ein Leiden ist und dass man sich nur davon befreien kann, wenn man bestimmte Übungen macht, wodurch der Egoismus in der Seele vollständig überwunden wird und man nicht mehr die Verpflichtung hat, immer wieder auf Erden zurückzukommen und wiederum zu leiden. Aber es gibt auch viele Strömungen, wo eigentlich nur für dieses Leben jetzt gesorgt wird, dass wir uns anders in uns selbst aufstellen lernen, wodurch die Quellen des Leides und des Leidens allmählich überwunden werden. Ich habe einige Bücher oder eigentlich viele Bücher in diesem Sinn gelesen, habe mit Krishnamurti angefangen, aber später noch andere östliche Bücher gelesen. Und immer wieder ist es deutlich, dass man sich mehr oder weniger aus dem Wirrnis und dem Chaos des eigenen Denklebens zurückziehen soll. Und wenn man das tut, dann kommt man in eine Lebenssphäre hinein, wo man als Zuschauer anschauen kann, was dieses Gebiet des Leidens in einem eigentlich ist. Und wenn man das kennenlernt, dann kommt man allmählich dazu, in einer großen seelischen Ruhe verkehren zu können und ganz im Jetzt zu leben. Hat man dann den Sinn des Lebens gefunden? Hat man dann verstanden, was der Tod eigentlich ist? Ja, insoweit, dass man dann weiß, der Tod kann mich darüber belehren, dass ich das Leben wirklich leben soll, jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber jetzt. Mit aller Feuer, Enthusiasmus, Liebe und so weiter, die ich habe. Das ist natürlich wunderbar, aber ist das der Sinn des Lebens und ist das, was der Tod für uns bedeutet? Für mich genügte das nicht. Ich habe in meinem Leben, als ich noch jung war, gesucht und gesucht nach dem Sinn des Lebens, das mit dem Tod sein Ende findet. Und wenn man so in der Welt steht, und ich bin schon seit ungefähr 40 Jahren mit der Anthroposophie täglich meditativ und studierend
an der Arbeit. Wenn man so dann im Leben steht und um sich herum schaut, dann ist es wirklich etwas, um immer wieder erstaunt anzuschauen, dass überall scheinbar die Menschen drauf losleben können und die Anthroposophie nicht finden. Haben die die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem Tod nicht? Das ist nicht möglich, dass die das nicht haben. Denn jeder Mensch hat Fragen über sein Schicksal. Und unser gemeinsames Schicksal ist ja der Tod. Das kann nicht sein, dass Menschen nicht solche Fragen haben. Sie haben sie und trotzdem kommen sie nicht zu dieser Geisteswissenschaft, die wirklich wissenschaftlich, rationell uns erklären kann, was das Leben auf Erden bedeutet und was der Tod uns zu sagen hat, wie er eine Schwelle ist, eine Pforte, nicht ein Ende. Diese Geisteswissenschaft, die uns sagen kann, was dann hinter der Pforte zu erleben ist und was wir tun können, damit wir das Leben auf Erden wirklich verstehen und vertiefen können und dass wir diese Sehnsüchte, die wir in uns tragen, dass wir die dann auch erfüllen können. Die Frage ist, und das ist eine brennende Frage, wie kann es sein, dass der Mensch ist, nicht zu einer Weisheit vom Menschen kommt, dass der Mensch nicht diese vielfältige Sehnsüchte umsetzt in eine Anthroposophie, in eine Weisheit, die spezifisch ist für uns Menschen. Mit dieser Frage möchte ich abschließen und das nächste Mal werde ich auf diese Frage weiter eingehen und ich hoffe, dass es mir möglich sein wird, wochentlich ein Video aufzunehmen. Bis soweit.